Guten Tag, ich möchte euch heute meine Geschichte von meiner Allergieauflösung erzählen. Zunächst, um welche Allergie handelte es sich? Ich hatte Heuschnupfen. Ich konnte viele Lebensmittel nicht essen, wie Äpfel, Birnen, Möhren, Nüsse, also Walnüsse, Haselnüsse, die ganzen Kerne, so Erdnusskerne und so ging wieder, aber die Nüsse nicht. Ich konnte keine Pflaumen, keine Kirschen, ähm, ja, alles, was so bei uns sozusagen so wächst und vor allem als Rohprodukte. Also gekocht ging das Ganze dann, aber roh konnte ich das nicht vertragen. Und das Ganze habe ich schon seit meiner Kindheit gemischt mit so ein bisschen Neurodermitis. Und ich bin auf die neue Medizin in einer Fachzeitschrift aufmerksam geworden und habe da von diesem Allergieauflösenkurs gehört und dachte, ach, das probierst du einfach mal. Und bin da eigentlich ganz unvoreingenommen reingegangen und habe mich ja mittlerweile viel belesen und bin nach wie vor total fasziniert von dieser neuen Medizin und den Wirkungsmechanismen und bin auch total davon überzeugt, dass das so ist. Also es ist so und man kann das im Alltag wunderbar beobachten und ich lebe jetzt so ungefähr seit einem Dreivierteljahr mit diesem neuen Wissen und es ist einfach Wahnsinn. So, nun aber zu meiner Geschichte. Ähm, Ich dachte eigentlich immer, dass bei mir hauptsächlich die Apfel- und Möhrenallergie im Vordergrund stand und habe versucht, diese aufzulösen. Und dabei ist mir irgendwie bewusst geworden, dass das Ganze doch mit dem Heuschnupfen begonnen hat. Und nachdem ich dann alle Fragen und so beantwortet hatte, habe ich mir so überlegt, okay, was sind denn so deine... Es gab für mich so zwei klassische Kindheitserinnerungen, wo ich immer schon wusste, dass da irgendwie was dranhängt, die zum Thema Allergie passen. Die erste Erinnerung ist folgende, dass ich bei meiner Oma im Garten bin, im Sommer. Mein Opa hatte gerade gemäht und ich hatte Äpfel vom Baum gegessen und hatte ein total aufgeblühtes Gesicht, also richtig rot, brennend, tränende Augen und ich kam zu meiner Mutti, ich war damals so 6 oder 7 Jahre und die sagte, ach du meine Güte, der Opa hat gemäht und du hast die Äpfel vom Baum gegessen, du bist allergisch gegen Apfel und das mit dem Heu und dann sind wir sofort nach Hause gefahren und das ist für mich so ein ganz klarer Moment und das ist der Moment, wo sich bei mir die Apfelallergie als Schiene, als Begleitschiene einprogrammiert hat. Denn eigentlich war nicht die Apfelallergie als erstes da, sondern der Heuschnupfen. Und zu dem Heuschnupfen kommt jetzt die eigentliche, interessante, vielleicht für mich auch ein bisschen peinliche Geschichte, aber ich möchte sie euch trotzdem erzählen, weil ich einfach diese Wirkungsmechanismen so wahnsinnig interessant finde. Also, es war im Sommer auch bei meiner Oma im Garten. Also der Garten von meiner Oma spielt da eine ganz zentrale Rolle. Und meine Schwester und ich, wir sind so 1,5 Jahre auseinander und meine Cousins, die sind genau im gleichen Alter und zu viert waren wir da im Garten unterwegs. Und wie das halt so ist, so mit 6, 7 Jahren interessiert man sich ja doch für das andere Geschlecht. Und wenn man da mal so ein paar Exemplare zum Studieren hat, dann macht man das natürlich auch gerne. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben so typisch, was hast du, was habe ich untersucht. Und damit wir ein bisschen mehr Ruhe hatten, habe ich mich mit dem einen Cousin in einem Heuschuppen versteckt. Und da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Und mit einem Mal höre ich, wie meine Mutti mich ruft, so richtig böse. Und in dem Moment reißt sie auch schon diese Tür von den Heuschuppen auf. Und das war ein Riesenthema. Was macht ihr da? Was ist hier los? Warum seid ihr in dem Schuppen? Und. Man muss dazu sagen, ich glaube, diese Doktorspielchen, das war gar nicht das Schlimme. Wir durften eigentlich nicht in diesen Schuppen rein, weil da vom Opa die Sensen hingen und das die Eltern einfach als gefährlich empfunden haben. Und ja, wir sind dann nach Hause gefahren und ich musste immer wieder erzählen, wie, wo, was da war. Und ich habe das dann auch ein bisschen, ein bisschen verschönigt sozusagen und versucht mir nicht ganz so da die Schuld zuzuschieben. Und auf alle Fälle war das ein Riesenthema. Und ich erinnere mich noch an alle Einzelheiten von diesem Geschehen. Und das war der Moment, der für mich sozusagen das Sonderprogramm ausgelöst hat, nämlich die Mama ist da, wo kommt die jetzt her? Ich hätte sie doch hören müssen. Und ich weiß immer, dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, warum habe ich sie nicht eher hören können oder sehen können? Sie musste ein Stück durch den Garten laufen und sie hat mich bestimmt schon gerufen, wir wollten los wahrscheinlich. Und für mich war das so ein ganz klares, ich konnte sie nicht eher wittern, also so ein Witterungskonflikt.
Und das Interessante ist, ich hatte auch, bis ich meine Allergie aufgelöst hatte, immer wieder so thematisch passende, wiederkehrende Träume, dass ich mich irgendwo versteckt habe und ich wurde immer gefunden. Egal wie gut ich mich versteckt habe, ich wurde immer am Ende gefunden und das sehe ich auch so ein bisschen mit diesem ja, Konflikt und dem Sonderprogramm in Verbindung. So, als mir dann bewusst geworden ist, dass ich sicherlich nicht mehr mit meinem Cousin in dem Schuppen, den es zwar noch gibt, ja, groß irgendwas untersuchen werde. Und selbst wenn meine Mutti dazu reinplatzen würde, sie sicherlich eher einen Lachanfall kriegen würde, anstatt da jetzt ein großes Theater draus zu machen. Mit dem Moment hat sich bei mir die Heuallergie komplett aufgelöst. Die war schon vorher ja, sehr komprimiert, sage ich mal. Aber dieses Jahr im Frühling hatte ich absolut gar keine Symptome, gar nichts. Ähm, Mir ist dann bewusst geworden, dass ich halt relativ häufig dann bei meiner Oma war und dort habe ich halt die Äpfel vom Baum gegessen und die Möhre aus dem Garten und die Pfirsiche oder Pflaumen, alles vom Baum direkt gegessen. Und mein Opa hat immer Heu gemacht. Ne? Also dieser Heugeruch, der hatte auch Hasen, das war immer so kombiniert. Der ja, war dort immer vorhanden und somit haben sich bei mir immer mehr Begleitschienen draufgesetzt und ich konnte immer mehr nicht vertragen. Und ich weiß auch, dass ich einmal dass es bei der Oma immer besonders schlimm war sozusagen. Ne? Und mit dem Wissen, ja, hat sich das komplett erledigt. Also ich bin immer noch fasziniert. Ich liebe es jeden Tag. Ich esse jeden Tag einen Apfel und eine Möhre. Das konnte ich 30 Jahre lang nicht machen. Und ich habe alles Mögliche probiert, sämtliche ja, neuen Ansätze, Naturheilverfahren oder irgendwas. Es hat nichts gebracht und das reine Erkennen dieser Geschichte hat das Ganze aufgelöst. Ne? Genauso Nüsse. Ich kann mich noch erinnern, als Kind konnte ich Nüsse, also vor 6 oder 7, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, konnte ich das alles essen. Also ich konnte mich an den Geschmack erinnern und war jetzt so ja, froh, dass ich das essen konnte. Vielleicht noch, was ich für Symptome hatte, wenn ich die Sachen gegessen hat. Ich hatte immer ein Jucken im Mundraum und in der Nase hoch, also ein Jucken und einen Ausschlag auch so um den Mund rum. Und so dieses, das ist nicht gut für dich, darauf bist du allergisch, spuck es wieder aus, so dieses, was dahinter stand. Mhm. Um halt eigentlich auf diesen eigentlichen Witterungskonflikt sozusagen ja, aufmerksam zu machen. Genau, das war meine Geschichte. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen und sie führt euch vielleicht dazu, einfach zu sagen, okay, ich probiere das mal aus. Und man wird wirklich sehr gut begleitet in dem Kurs und unterschiedlichste Fragen helfen einem, da diesen Ursprungskonflikt zu finden. Und das ist ja das, was man halt selber machen muss. Also die Arbeit muss man selber machen, aber meistens hat man dann so das, woran man sich so ganz klar erinnert, so in der Kindheit. Es sind immer gute Hinweise darauf, dass da irgendwie was vorgefallen ist oder dass das so ein Auslöser für so einen Konflikt ist. So, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Auflösung eurer Allergie und alles Gute.